Guten Tag, or howdy, because we're in Texas. My name is Keva Hoffmann Boardman. I am the Programs Director and the Curator of the Collections here at the Sophienburg Museum. Welcome. Ich bin Bernhard Keva und ich versuche zu übersetzen, was Sie gesagt haben. Let's go inside. Danke. Okay. Hello again. We're in a special exhibit that we have for our 90th anniversary of the museum. Ja, wir sind ja im Spezialraum hier, wo die 90 Jahre dieses Museums, die Bilder sind von den ganzen Jahren. You are now in New Braunfels, Texas. New Braunfels was founded in 1845 by Prince Karl Solms of Baunfels. Sie sind jetzt das Museum, also die Stadt New Braunfels wurde von einem Grafen, Prinz Karl Solms of Braunfels. So basically a group of noblemen and Adelsverein got together and formed a society to send people from Germany to Texas. Einige Adlige haben so eine Gruppe gegründet, die versuchte, Deutsche von Deutschland hier rüberzubringen nach Neubraunfels. So that was quite an ordeal. People had to submit to the society and be approved before they could come. Okay, die Leute, die sagten, ja, wir wollen gerne dahin ziehen, mussten sich bewerben hier bei der Society und warten, bis sie also genehmigt worden sind, bevor sie hierher kamen. Right. We'll see some more about Prince Karl later in the museum. So right now I just want to talk a little bit about the Sophienburg Museum. Okay. Wir werden über den Prinzen ein bisschen später erfahren. Momentan will sie nur mehr sagen über das Museum selbst. All right. So in 1925, a couple who lived in the house across the street, the Dittlingers, went to Germany. In 1925 sind Nachbarn von hier in 1925 nach Deutschland gegangen. Right. And they received that portrait of Prince Karl. Und die haben das Porträt von Prinz Karl erhalten in 1925. And were told to put it in the city museum, of which we had none. Und wurde gesagt, bitte tut das in das Museum der Stadt. Und die hatten kein Museum. So they formed an association, and during the Great Depression in 1933, they opened the Sophienburg Museum. Okay, die haben eine Gruppe zusammengebracht, um ein Museum zu gründen. Und das war während der Depression in 1933. Good. And so from that point on, we're on a very historic piece of property. Wir sind hier auf die See, hatte viele historische Value in dieser Grund, wo wir stehen. Because Prince Karl, our founder, built this little log cabin right here. And that's where the government of New Braunfels first began. Der Prinz hat in 1845 diese kleine Hütte gebaut. Das war dann auch für die Regierung dieser Stadt gemacht. Er hat dafür bezahlt. Ne? So when they decided to do the museum, this is where we went. Als sie entschieden haben, wo sie das Museum wollten, hier, gerade hier. Und das. Hi, this is Prince Karl, who we talked about earlier, and these are some of the things he brought with him when he came to Texas. Das ist der Prinz Karl und das sind einige Sachen, die er mitgebracht hat von Deutschland und die auch zurückgelassen hat. Er war ja nur eine kurze Zeit, 3 Monate hier. We'll go now into the museum. Wir gehen jetzt ins Museum selbst. In this exhibit, we are showing people what it was like to be on the ships that brought them over here. In dem Zimmer hier wird gezeigt, was die Deutschen mitgebracht haben auf dem Schiff. Das ist also eine Nachbildung, wie das Schiff und ihre Sachen, die sie mitgebracht haben. They were converted freighters, so they made them fit for people.
Okay, die wurden also nachgemacht, dass es den Leuten, dass die Größe der Leute war. Right. I have 4 children. 4 children, me and my husband. That was our birth for the trip. Okay, sie sagt, sie hat 4 Kinder mit ihrem Mann und wenn das so verglichen ist, dann hätte sie eine dieser kleinen Swear für die ganze Familie gehabt. Right. And the trip took anywhere from 2 to 4 months to get from Bremerhaven to Galveston. Okay, das Schiff braucht ungefähr 3 bis 4 Monate vom Bremerhaven nach Galveston, Texas, das an der Küste ist. It could take a lot longer if you had a shipwreck. Es dauerte viel länger, wenn da irgendwas passiert wäre mit dem Schiff und gesunken wäre oder sonst was. There's one ship that took 18 months to get here. So. Ein Schiff hat 18 Monate gebraucht vom Bremerhaven nach Galveston. Wenn du da angekommen bist in Galveston, dann ging es auf ein anderes Schiff nach Indianola. Correct. And then from the coast of Indianola, you walked all the way to New Braunfels. Und von Indianola, wenn du angekommen bist, dann mussten sie zu Fuß gehen bis hier nach Braunsfeld. Another 6 weeks. 6 Wochen brauchten die da zu Fuß zu laufen. In this part of the museum, we have depicted what like a street would look like in New Braunfels. We have many stores. We have a butcher, a baker, a banker, pharmacist. Meine Güte. Die haben, eine haben die hier als eine Stadt nachgebaut, wie so eine typische Straße in New Braunfels war. Die hatte eine Pharmacie, einen Bäcker, einen Fleischer, eine Post, Augenarzt. We had one of the earliest newspapers in Texas, and it was written in German until 1957. Die haben die älteste Zeitung in Texas, die war hier in Neubraunsfeld, die wurde in Deutsch geschrieben bis 1957. Education and religion were very important to the German immigrants. Ausbildung und Kirchen war sehr wichtig für die deutschen Einwanderer. And when they first got here in 1845, they set up 2 churches, a Catholic and a Protestant. Als sie in 1845 hierher kamen, haben sie 2 Kirchen, eine katholische und eine evangelische. So we have this here. There was a family called the Landa family, Joseph Landa. Da war eine Familie mit dem Namen Landa, Joseph Landa. Landa was a German Jew, and we had a whole community of German Jews here in New Braunfels. Und Landa war ein deutscher Jude und die haben eine ganze Community auf deutsche Juden hier in Braunsfeld. Landa was very wealthy, had a home on the Marktplatz, the main plaza, and this is one of his carriages. Und der war sehr reich und hat ein Haus gehabt am Marktplatz und das war seine Pferdekutsche. The Adelsverein promised the immigrants they could have 640 acres of land. Okay, denen wurde versprochen, dass die 680 Acres auf Land haben könnten. So many of them became ranchers. Und viele bekamen also Großfarmer zu der Zeit. But we didn't know how to do it, so we relied upon
the Mexican cowboy. Okay, die wussten nicht, wie man das machen sollte. Darum haben sich die Erfahrung von den Mexican Cowboys geholt. In Spanish, cowboy is vaquero, which means cowman. In Spanisch ist Patero, das ist also Kuhmann. Genau, English, cowboy. Cowboy. Cowman ist Cowboy. Kuhman ist Cowboy. We learned Spanish here in the German Hill Country because that's the language that was in Texas. Wir haben Spanisch gelernt, denn das war die Sprache, die man hier in Texas zu der Zeit hatte, im Hill Country. So during the early days of New Braunfels, we had English, Spanish, and German. We were trilingual. So, und dann Anfang 3 Sprachen, Englisch, Deutsch und Spanisch. You've just seen a small portion of the museum today. If you'd like more information, we have a website, www.sophienburg.com, or you can just come on to New Braunfels and visit us. Thank you for coming. Sie haben einen Teil dieses Museums heute gesehen. Wenn Sie also mehr wissen wollen über das Museum, gehen Sie zu unserer Webseite Sophienburg.com oder am besten kommen Sie und besuchen Sie uns selbst. Wir haben eine ganze Menge gelernt über New Braunfels und wir hoffen, Sie wiederzusehen. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Oh, bitteschön, bitteschön.